Hier gibt es nämlich zwei unterschiedliche Größen. Die Felgen sind so klein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das müsste doch genau 1 Millimeter sein. Wenn die hier vorne hochgeht, würde es unsere Antriebsachse hier, die würde es hier aushebeln. So, dann hängen wir doch mal dieses Gelash da hinten dran und Test Nummer 2. Wieder einmal heiße ich alle K-System und OpenK-Freunde und natürlich auch die, die es erst noch werden möchten, herzlich willkommen bei Kuvenau. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Es ist jetzt schon so circa 3 Monate her, da hat mir der Roland Rolle in die Kommentare als Anregung geschrieben, ob ich nicht einfach mal einen Gigaliner, also ein ganz großen LKW-Fahrzeug, ob ich nicht einfach mal den Umbau von so einem Gigaliner zeigen könnte. Und genau das möchte ich heute einlösen. Hier ist er. Das ist heute das Objekt der Begierde. Jetzt werden natürlich viele von euch sagen, schon wieder ein Fahrzeugumbau. Das hat er doch erst letzt gemacht. Genau diese Frage habe ich mir auch sehr, sehr lange gestellt. Nachdem ich mich mit so einem Gigaliner mal ein bisschen mehr befasst hatte, habe ich eigentlich festgestellt, dass das gar nicht so eine schlechte Idee ist. Denn an so einem Gigaliner kann ich euch nochmal ganz, ganz viele Neuerungen zeigen, die ihr bis jetzt so bei den normalen Fahrzeugumbauten noch gar nicht gesehen habt, was aber dann durchaus bei anspruchsvolleren Fahrzeugen immer mal wieder vorkommt. Deshalb hole ich jetzt das Modell mal kurz raus und dann zeige ich euch einfach mal, was das für Sachen sind. Und zwar haben wir hier einmal, zum einen haben wir hier diese die Doppelachse hinten. Ja, da müssen wir immer beim Umbau ein bisschen was beachten. Das möchte ich euch zeigen. Und auch dann hier, sage ich mal, den Auflieger. Auch hier haben wir wieder zweimal Doppelachse. Auch da müssen wir wieder aufpassen. Und was halt auch gerade Richtung OpenK dann interessant wird, ist nämlich das Thema Anhängerdecoder. Ja, weil wir haben ja hier eigentlich keine starre Verbindung zwischen den Teilen. Ja, das heißt also, ich könnte diesen LKW, den kann ich auch ohne Probleme allein fahren lassen. Ja, und dann habe ich hier den Anhänger. Wer sich ja schon mal ein bisschen mit dem OpenK beschäftigt hat, der weiß, es gibt auch spezielle Anhängerdecoder. Und genau das möchte ich euch hier jetzt an dem Fahrzeug zeigen, wie man jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug mit Anhängerdecoder umbaut. Aber zunächst erstmal der mechanische Umbau. Doch bevor wir mit dem mechanischen Umbau jetzt anfangen, möchte ich euch erst noch mal kurz den Sponsor von diesem Fahrzeugmodell kurz vorstellen. Das ist heute das Spielwarenfachgeschäft Werst. Das Spielwarenfachgeschäft Werst in Ludwigshafen-Ockersheim ist zweifelsohne das größte Fachgeschäft für Modellbahn- und Modellbauartikel im Rhein-Neckar-Raum. Auf einer Ladenfläche von ca. 600 Quadratmeter sind über 60.000 Artikel sofort verfügbar. Neben dem Standardsortiment der Hersteller findet ihr hier auch regionale Sondermodelle. Kompetente Beratung sowie günstige und faire Preise runden das Angebot der Firma Werst ab. Daher schaut doch einfach mal im Webshop oder noch besser im Ladengeschäft vorbei. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung oder oben rechts im Eck. Hierfür auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an das Spielwarenfachgeschäft Werst, das mir das Modell zur Verfügung gestellt hat. Und für alle die jetzt mit dem Gedanken spielen, das Modell auch mit umzubauen, schaut mal im Webshop vorbei, da sind noch ein paar verfügbar. Hier jetzt nochmal kurz ein kleiner Überblick über die Teile, die wir hier brauchen. Keine Angst, ich gehe die jetzt nicht alle einzeln im Detail durch. Wenn ihr euch da irgendwas genauer abschreiben wollt, haltet einfach kurz das Video an. Jetzt habe ich auch mal nochmal die Kameraposition gewechselt, damit ihr das alles jetzt auch noch besser sehen könnt. Auch da würde ich mich mal über ein Feedback freuen in den Kommentaren, wie ihr diese neue Position findet. Den stellen wir erstmal zur Seite, den brauchen wir erst im zweiten Schritt. Als erstes gehen wir natürlich mal wieder an die Zugmaschine. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder das Teil ordentlich zerlegen. Und dazu bräuchten wir natürlich wieder einen Kasten, wo wir alles reinschmeißen können. Hier wieder meine ominösen oder meine Kästchen, die ihr schon vom letzten Umbau kennt. Und da legen wir jetzt einfach mal alles rein.
Für euch natürlich mal wieder im Zeitraffer. Jetzt haben wir wirklich nur noch den Chassisrahmen sozusagen von dem LKW in der Hand. Und genau damit fangen wir jetzt an. Die Teile stelle ich auch immer erstmal wieder zur Seite, weil dann stören sie mich wenigstens nicht. Ne? Jetzt brauchen wir natürlich unseren Motor. Der muss einmal da rein und unsere Lenkachse. Die lege ich hier einfach schon mal hierher. Und das ganze Gedödels brauchen wir jetzt. Und was wir ja auch brauchen, ich hole mal das Teil hier. Das war ja jetzt hier unten unsere Doppelachse. Wir haben ja hier hinten eine Doppelachse, wie ich euch eingangs gezeigt habe. Bedeutet also, es bringt mir herzlich wenig, wenn ich jetzt hier einfach nur den Motor hier einbaue. Ich brauche natürlich noch irgendwas für die Nachlaufachse, also diese Zusatzachse. Brauche ich natürlich auch noch was. Genauso muss ich ja irgendwo hier wieder die Lenkachse befestigen können. Die kann ich wahrscheinlich nicht einfach hier draufkleben. Ich brauche hier die genaue Höhe. Da ist es natürlich jetzt wieder so, dass ich, bevor ich euch jetzt hier den Umbau zeige, oder bevor ich euch jetzt das Umbauvideo zeige, habe ich natürlich schon mal wieder ordentlich Arbeit am 3D verbracht und habe mir natürlich im 3D das Auto schon mal teilweise nachkonstruiert. Ich weiß, ich habe euch da auch schon mal versprochen, ich mache mal eine Videoserie, wie man sowas macht. Die ist auch schon längst überfällig, aber ich schaffe es momentan einfach nicht. Ja, gerade so eine 3D-Session zu machen, ist wirklich extrem aufwendig, euch das richtig zu erklären. Die Zeit habe ich momentan leider einfach nicht. Deshalb seht es mir bitte nach. Ich zeige es euch jetzt, wie ich es halt mache. Ihr müsst halt, wenn ihr so ein Auto umbaut, wenn ihr das nicht könnt, mit 3D arbeiten und ihr könnt das nicht im 3D das Zeug positionieren, dann müsst ihr euch da halt irgendwie ein bisschen anderweitig behelfen. Jedenfalls, ich habe im 3D das Fahrzeug halt nachgezeichnet, habe die Komponenten virtuell positioniert und habe mir dann die entsprechenden Adapterbauteile zusammen konstruiert. Und die seht ihr hier. So sieht es dann aus, wenn ich quasi mir die Zusatzteile, damit ich alles sauber einbauen kann, wenn ich mir das, nachdem ich mir das im 3D konstruiert habe. Das ist jetzt eine 1 mm starke Polystyrolplatte und da habe ich das Ganze mit der CNC-Fräse ausfräsen lassen. Da ist jetzt alles drauf und da brauchen wir zum Beispiel für die Lenkachse jetzt das Teil hier vorne. Das kommt einfach hier oben so rein. Ich glaube andersrum, wenn ich nicht ganz falsch liege. Genau, das kommt dann hier oben so rein. Und dann kann ich hier unten alles rausfräsen und dann passt später meine Lenkachse haargenau. Auch für die Nachlaufachse habe ich hier ein paar Bauteile konstruiert. Die mache ich jetzt mal kurz raus. So, jetzt werde ich die mal schnell zusammenkleben. Ihr seht es wieder im Zeitraffer. Das ist jetzt das Teil, wo quasi hier hinten später unsere Nachlaufachse geführt wird. Das kommt dann quasi hier gerade noch so hinten dran. Und dann habe ich hierdurch automatisch den passenden Abstand für die zwei Achsen. Jetzt ist es natürlich so, das Ganze müsste natürlich jetzt erst noch trocknen. Und damit ich euch das Ganze schneller zeigen kann, habe ich das ganze Teil schon mal vorgebaut. Und hier ist es dann schon mal trocken und fertig. Hier seht ihr wieder dieses Teil hier innen drin. Und die Teile, die sitzen quasi hier jetzt außen drauf. Das sind jetzt quasi die Teile, die hier außen drauf sitzen. Die sind hier quasi gerade bündig oben hier angelegt und die verbinden jetzt meinen normalen 7 mm Antrieb. Also ich bin hier auch auf die 7 mm Variante von meinen Antrieben gegangen. Und die kann ich jetzt hier einfach so miteinander verbinden. Das klebe ich jetzt gleich zusammen. Und dann ist es eine kompakte Einheit. Und wenn ich nicht total viel falsch gemacht habe, dann schneide ich jetzt gleich nachher den Kram hier zwischendrin raus und kann das einfach so zwischendrin hier
reinsetzen. Dann müsste das genau hier reinpassen. Deshalb nehme ich jetzt einfach ein bisschen Sekundenkleber und ihr kennt das wieder von mir. Hier gibt es wieder meine Platte, meine Opferplatte, meine Kunststoffopferplatte, wo ich immer so ein bisschen Sekundenkleber drauf mache. Der ist übrigens auch schon nicht mehr der beste, aber ich hoffe, dass er für diesen Umbau noch funktioniert. Und jetzt streichen wir das Ganze mal hier so ein bisschen ein. Die Seite, die Seite. Und setzen das Ganze hier zusammen. Ich muss mich nur beeilen, dass es auch wirklich funktioniert. Dass ich nicht zu lange warte hier. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir werden jetzt gleich mal gucken, dass wir das Teil hier reinkriegen. Dazu bräuchten wir einen Seitenschneider. Da haben wir ihn. So, dann fangen wir mal an rauszutrennen. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Das Teil sitzt eigentlich hier. Okay. Da muss ordentlich was raus. So, sieht eigentlich schon mal soweit ganz gut aus. Für den ersten Versuch können wir es mal so lassen. Das Ganze jetzt hier so reinzusetzen. Beziehungsweise ich gucke auch mal von hier oben. Also reingehen tut's mal. Ich glaube, das muss auch noch weg hier hinten. Dum, badum. So. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, das ist jetzt richtig, es ist wirklich eine richtig tolle Sache. Das ist jetzt wirklich stabil. Das ist quasi meine Nachlaufachse und der Mittelpunkt ist quasi hier oben drüber. Deshalb richte ich das Ganze jetzt hier so aus. Doch bevor ich den ganzen Kram einklebe, kümmere ich mich jetzt erst nochmal um meine Lenkachse da vorne, weil da muss ich jetzt auch nochmal ordentlich was rausschneiden, rausfräsen und der ganze Dreck macht sich dann später in dem Getriebe nicht gerade wirklich gut und deshalb ist es besser, man macht dann erstmal noch die ganzen Sachen weg. Oder ja, besser, man macht dann halt erstmal noch die ganzen Dreckarbeiten, ne, bevor man dann so ein feines, filigranes Getriebe einsetzt. So, jetzt muss das Teil hier vorne so rein. Heißt also parallel im Umkehrschluss, ich muss hier unten ordentlich was rausfräsen. Da nehme ich natürlich wieder mein Mini-Drill. Und jetzt werden wir halt mal an den Einbau gehen. Dann kleben wir erstmal das Teil hier rein. Ich sag mal, worauf es wirklich im Detail bei einem Lenkachseinbau drauf ankommt, habe ich euch ja in dem Video mit dem Unimog-Umbau schon gezeigt. Das zeige ich euch hier jetzt nicht mehr im Detail. Wenn ihr das genau wissen wollt, schaut euch einfach bitte kurz das Video an. Ich verlinke euch das mal oben im Eck oder halt wieder in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir schon zur ersten Besonderheit.
Ich wollte nämlich jetzt gleich die Räder auf die Lenkachse machen. Leider wurde von Herpa bei dem Fahrzeug wurden da keine Gummiräder als Reifen benutzt, sondern Hartplastik. Und Hartplastik bringt uns nichts beim K-System. Die müssen wir natürlich tauschen. Auch hier noch ein kleiner Tipp. Hier gibt es nämlich zwei unterschiedliche Größen. Das sind die ganz normalen Reifen und die hier, das sind die sogenannten Niederquerschnittsreifen. Und wenn man die jetzt mal übereinander legt, dann sieht man, ja, die sind im Umfang, sage ich mal, 1 bis 2 mm kleiner. Und bei dem Modell brauchen wir die Reifen mit Niederquerschnitt, weil wenn man jetzt einfach mal das Rad hier drauf stellt, dann seht ihr, ist das Gummirad viel zu groß. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Und hier, da sieht es richtig gut aus. Heißt also, wir müssen jetzt als erstes mal diese komischen Plastikräder hier runter machen. Wir müssen dann die Felgen runterziehen und machen jetzt die Niederquerschnittsreifen drauf. Und dann merken wir, die Felgen sind zu klein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Das ist richtig scheiße. Ach ja, das sind jetzt wieder so schöne Sachen. Was machen wir da? Also, was richtig ist, was wirklich passt, dass das hier drauf geht, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, im Worst Case müsste man halt, sag ich mal, die Originalfelgen gegen Standardfelgen tauschen, wo die Reifen auf jeden Fall drauf passen. Habe ich jetzt auch eigentlich welche da, aber ich möchte es natürlich am liebsten mit den Originalfelgen umbauen. Sieht halt einfach schöner aus, die Originalfelgen, ne? Jetzt habe ich alles Mögliche gesucht und geguckt, was da irgendwie passen könnte, also dass ich so einen Zwischenadapter mache. Das Einzige, was ich bis jetzt rausgekriegt habe, was funktioniert, ist, ich nehme hier so einen Streifen Isolierband, also Kunststoffklebeband, schneide hier so einen Streifen ab auf dem Tisch, lege den hier hin und gehe dann mal, mache so ungefähr so 2 bis 3 mm starken Streifen und schneide den hier einfach mal ab. Schneiden also hier so einen schmalen Streifen ab und den wickel ich jetzt hier auf die Felge drauf. Mache quasi die Felge ein bisschen dicker, wie sie eigentlich ist. Ob das Ganze wirklich hebt für die Zukunft, also dass das ewig da drauf hebt, kann ich euch definitiv null sagen. Ich habe das ehrlich gesagt selbst noch nie so gemacht. Auch ob der Reifen dann später nicht eiert, kann ich euch momentan ehrlich gesagt auch nicht sagen. Das muss ich selbst erstmal ausprobieren. So, dann schneiden wir das hier einfach mal ab. Und wenn ich jetzt nämlich den Reifen hier reindrücke, die Felge, dann merke ich schon, wie ich hier Widerstand habe. Und jetzt gerutscht quasi, jetzt spannt natürlich dieser Reifen auf der Felge. Ja, also er ist zumindest mal drauf. Er rutscht momentan auch nicht runter. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, ob das Ganze später eiert oder sonst irgendwas. Wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich meine, getauscht gegen Standardfelgen ist es ja gleich. Was ihr auf jeden Fall definitiv nicht machen solltet, ist die Dinger mit Uhu aufkleben, weil der Uhu greift durch den Gummi an und dann werden die Dinger knochenhart. Die Erfahrung habe ich vor Jahren auch mal machen müssen. So, dann setzen wir das ganze Thema hier mal ein. Wenn ihr euch das Auto jetzt mal hier von der Seite anguckt, direkt, deshalb habe ich es jetzt extra mal so gemacht, seht ihr, dass das Fahrzeug nicht gerade steht, sondern leicht nach vorne kippt. Das hat mich jetzt erstmal wirklich verwundert, weil eigentlich am 3D hat alles gepasst. Aber des Rätsels Lösung zeige ich euch jetzt. Und zwar halte ich jetzt einfach mal hier zwei Lenkachshalter nebeneinander.
Das ist der Original Fallerhalter und das ist der Halter von Soul Expert. Ich habe hier die Soul Expert Achse verbaut und hier seht ihr die Bohrung da unten, da wird ja normal die Lenkachse aufgenommen. Und wenn ihr das jetzt direkt hier nebeneinander hängt, seht ihr genau, dass da eine Höhendifferenz ist. Heißt also, der Soul Expert Halter ist wesentlich kürzer wie der Fallerhalter. Und im 3D, als ich die ganze Sache hier angeordnet habe im 3D, um meine Adapterteile zu konstruieren, habe ich natürlich den Fallerhalter drin gehabt. Und klar, dann kann das in der Realität einfach nicht passen. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Gehe ich einfach her und gucke, wie stark die Differenz ist und klebe da nochmal was drunter, oder baue ich einfach den Fallerhalter ein. Das müsste doch genau 1 mm sein. Heißt also, da ich ja die Platte zweimal habe, könnte ich jetzt einfach hierher gehen, das Teil hier rausmachen. Also aber daran seht ihr einfach auch, nur weil ich es im 3D konstruiere, heißt es noch lange nicht, dass es in der Realität passt. Auch ich muss trotzdem immer wieder mal improvisieren. Dann machen wir das ganze Teil wieder raus. Und siehe da, kaum macht man es richtig, funktioniert's, ne? Kommen wir aber jetzt zum wichtigsten Thema bei dem Fahrzeug. Das ist nämlich hier hinten die Zusatzachse. Und wie ihr sehen könnt, eiert die da momentan bei mir noch ganz schön rum. Das ist eine hier, das kriegen wir aber klein in den Griff. Aber was ihr auch sehen könnt, ich halte jetzt mal das Fahrzeug so. Die Achse hat die kann sich in der Höhe, die kann hoch und runter gehen. Also die Achse, die liegt eigentlich nur mit ihrem Eigengewicht bei mir auf der Straße, dass sie mitdreht, tut eigentlich das Fahrzeuggewicht 0 tragen. Ja, in der Realität ist es natürlich was anderes. Da hat die Achse selbstverständlich eine Tragfähigkeit, aber hier bei unseren Modell-LKW, die sind wirklich nicht so schwer, damit wir da die dritte Achse brauchen, aber es sieht halt einfach unrealistisch aus, wenn sie nicht da ist, beziehungsweise wenn die nicht mitdreht. Aber wir können die auch nicht einfach in der gleichen Position wie unsere Antriebsachse anbringen, denn wir haben ja immer wieder in der Straße, sag ich mal, da haben wir ja auch mal, kleine Wellen, sind jetzt weniger das Problem, aber wir haben ja Stellen, wo unsere Straße steigt, weil wir irgendeine Steigung hochfahren wollen. Und da ist es ja dann so, sag ich mal, das Fahrzeug, das hebt sich ja quasi so hoch. Wenn man das jetzt mal übertreibt, geht es dann irgendwann so hoch. Ja? Und gerade in dem Moment, das ist der kritischste Moment, wäre jetzt unsere Achse fest hier hinten, also wäre die jetzt hier hinten fest. Ja, also hätte keine Möglichkeit, hier hoch und runter zu gehen. In dem Moment würde ja dann quasi, wenn die hier vorne hochgeht, würde es unsere Antriebsachse hier, die würde es hier aushebeln. Und somit hätte unser Fahrzeug gar keinen Vortrieb mehr. Ja. Deshalb ist es halt wichtig, dass die Achse hier hinten in der Höhe Spiel hat. Somit ist es gewährleistet, natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Ja, wir können da nicht, sage ich jetzt mal, so eine Steigung simulieren. Ja, das ist ja erstmal nicht realistisch, wird ja nichts passen. Aber sage ich mal, in den normalen Steigungsprozenten, wo wir uns bewegen, ist das dann kein Problem. Und jetzt kann die Achse hier hinten einfach frei sich bewegen. Die kann sich jetzt sozusagen nach oben schieben. Und unsere Antriebsachse ist nach wie vor auf der Straße und kann unser Fahrzeug antreiben. Deshalb habe ich jetzt hier hinten, man sieht es auch, warte, ich zeige euch das nochmal hier. Ja, das ist ja das Teil, was hier drin ist. Hier seht ihr hier so einen Langschlitz drin. Das ist genau das, dass nämlich meine Achse hier
dieses Höhenspiel hat. Jetzt war das für mich natürlich am 3D kein Problem, sowas darzustellen, und auch für die CNC-Fräse ist so ein Langschlitz kein Problem. Ja? Mit Sicherheit gibt es Dutzende von euch, die wirklich feinmechanisch, gerade in so Sachen Frästechnik und so weiter, Handfräsen, mit Sicherheit sehr bewandert sind. Die können auch einen Kunststoffklotz nehmen, können sich da einen Langschlitz reinfräsen. Aber es gibt auch mit Sicherheit viele Leute, viele K-Systemler, die damit einfach nicht zurechtkommen. Ja? Und da gibt es nämlich ein anderer kleiner Trick, wie man nämlich so einen Langschlitz auch noch machen kann. Alles, was ihr dazu braucht, ist eigentlich nur ein 3 mm starkes Messingrohr. Also Außendurchmesser 3 mm. Schaut mal, da gibt es nämlich dünnwandiges und ein bisschen dickerwandiges. Ich stelle euch auch den Link wieder in die Videobeschreibung. Und damit können wir unseren Langschlitz sozusagen machen. Dazu trennen wir uns jetzt einfach mal so ein Stück Messingrohr ab. Sagen wir einfach mal so lang. Aber das wird gut heiß. So, dann gehe ich immer erst noch mal her, nehme so einen kleinen Senker und mache innen drin den Grat noch weg, ja, dass das alles sauber ist. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch eine Kombizange. Ich finde, mit einer Kombizange, mit einer guten, geht es am besten. Auch den Link stelle ich euch wieder in die Videobeschreibung. Und jetzt legen wir unser Messingrohr hier vorne in die Kombizange so gerade rein. Wir können auch noch ein bisschen nach hinten gehen. Ja, wir legen das jetzt einfach so in der Länge hier herein. Und jetzt drücken wir einfach das Rohr ein bisschen zusammen. So. Und ihr seht, wenn ich jetzt meine Welle hier nehme, die passt hier unten rein und die passt hier oben rein. Ihr seht es nicht, ne? Ich sage mal, gucken wir mal, ob man es so sieht. Ich nehme mal die Zange dazu, dann sind meine Griffel nicht so im Weg. Ihr seht, jetzt habt ihr im Prinzip den gleichen Effekt. Ja, vielleicht nicht ganz so schön, wie es jetzt halt mit dem CNC-Fräser aussieht, aber im Prinzip die Funktion ist das gleiche. Ja, wir haben jetzt auch hier noch ein bisschen Spiel. Klar, da können wir jetzt natürlich noch das Ganze fein justieren, indem wir halt einfach das nochmal ein bisschen nachdrücken. Ja, da ist dann halt wirklich Gefühl gefragt. Ja, weil wenn man zu arg drückt, sage ich mal, hat man es halt dann ganz schnell auch ganz zusammengepresst. Dann ist es halt für den Arsch, dann muss man es nochmal neu machen. Ne? Aber ihr seht, gerade jetzt, ich meine, ich hätte es nochmal ein bisschen weiter hingebracht. Ja? Auch wenn hier ein bisschen so Spiel ist, macht es in der Regel nichts. Eure Achse funktioniert deshalb trotzdem. Ja? Die muss ja nur mitdrehen und muss nur geführt werden. Aber so habt ihr jetzt quasi den gleichen Effekt, wie ich hier habe. Das Ding müsst ihr halt dann irgendwie da unten drin irgendwie reinkleben. Ne? Das ist so mal ein kleiner Tipp, wie man so eine Liftachse, ich nenne sie einfach mal Liftachse, auch umsetzen kann, wenn man nicht die Technik hat. So. Jetzt haben wir natürlich immer noch das Problem, dass die Achse hier wild hin und her schlingert. Ne? Das ist jetzt nicht gerade so das Grüne vom Ei. Ne? Dazu habe ich mir natürlich mal wieder so kleine runde Teile gemacht mit der CNC-Fräse. Ich mache das mal kurz raus. Und die kann ich jetzt einfach, da muss halt jetzt die Achse noch mal kurz raus. Zack. Die schiebe ich jetzt einfach hier auf einmal hier drauf. Man merkt schon, die muss man richtig drücken. Halt Quatsch. Außen doch nicht. Die müssen doch innen drauf. Die müssen innen rein. Ja. Und jetzt kann ich im Prinzip meine Achse hier mittig ausrichten. Und dann schiebe ich quasi gerade noch den einen auf die andere Seite rüber.
jetzt muss man natürlich gucken, dass das Ganze trotzdem noch ein bisschen Spiel hat. Und jetzt seht ihr, kann die Achse nicht mehr links und rechts sich nicht mehr verschieben. Also ein bisschen Spiel, klar, braucht sie ja immer, aber links und rechts kann sie sich jetzt nicht mehr wirklich verschieben. Aber ich habe hier mein Hoch und Runter. Natürlich ist auch so wieder, es kann nicht jeder die Teile auf der CNC-Fräse herstellen. Auch hier gilt wieder das Gleiche. Ich kann das auch mit einem 1,5er Messingrohr machen. Ja, ein 1,5er Messingrohr in der Regel hat einen Innendurchmesser von 1 und Außendurchmesser klar 1,5. Das kann ich auch natürlich vielleicht nicht hier innen drin, aber außen links und rechts dagegen schieben. Und somit kann ich auch hier meine Pendelachse mit fixieren, dass die nicht links und rechts sich verschieben kann. Und so sind wir mit dem eigentlichen Umbau an der Zugmaschine erstmal fertig. Ich werde jetzt noch die ganzen Anbauteile da wieder dran machen, meine ganzen Verkleidungsteile. Das brauche ich euch aber, glaube ich, jetzt nicht extra zu zeigen. Dann gehen wir doch auch gleich an den Anhänger dran. Und hier gibt es jetzt wirklich ein paar Sachen zu beachten. Als erstes tue ich aber mal alles ein bisschen zerlegen, weil das meiste brauchen wir hier jetzt auch nicht. Und das tue ich jetzt erstmal zur Seite legen. Und dann machen wir das Ganze. So, das sieht doch schon besser aus wieder. Bei dem Anhänger ist es jetzt so, dass wir ja hier wieder zwei Achspaare jeweils haben, die kurz hintereinander kommen. Jetzt haben wir natürlich da hinten keine Antriebsachse, bei der es passieren kann, dass quasi, wenn ich jetzt quasi den Berg hochfahre, dass jetzt quasi hier, wenn hier die Achse frei hängt, das würde jetzt erstmal hier nichts stören. Ja, also das wäre jetzt erstmal hier nicht so dramatisch. Allerdings ist es halt auch wieder ein bisschen ein Widerstand, wenn ich jetzt quasi hier eine Achse ausheben muss, also das Fahrzeug dann beim Ziehen eine Achse ausheben muss. Auch, sage ich mal, wenn jetzt alle 4 Achsen hier auf der Straße vollen Kontakt hätten, ja, also dass die komplett drauf liegen, dann hätten wir immer wieder das Problem, dass in der Kurve die Kurvengängigkeit schlechter wird. Ja, einfach dadurch, dass ja jetzt 4 Achsen auf die Straße drücken und wenn sich das Ding in die Kurve biegt, also ja, das tut sich ja nicht biegen, aber wenn das Teil dann so in die Kurve geht, dann habe ich halt immer wieder ein Achsenpaar, das eigentlich gegeneinander arbeitet. Und dadurch wird auch der Kurvenradius wirklich ein bisschen größer. Ja, also, der Kurvenradius wird nicht größer, aber sagen wir mal, ein Fahrzeug, wenn das ja in die Kurve geht, dann schleppt es ja innen so ein bisschen nach. Das heißt, wenn mein Auto eigentlich, sag ich mal, hier machen wir so, wenn jetzt eigentlich mein Auto hier so die Kurve fährt und dann wird irgendwann mein Hänger nicht so stehen in der Kurve, sondern der würde irgendwie hier so stehen. Ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Der schleppt ja immer hinten, der ist ja nicht dann genau in der gleichen Spur, sondern der ist ja immer ein bisschen versetzt zu der Spur. Und das ist halt auch, sag ich mal, je mehr ich Achsen habe, die da auf der Straße aufliegen, ja, also je mehr Achsen da auf der Straße sind, desto stärker wird natürlich dieser Effekt, weil ja die Teile sich hier drehen und da habe ich ja immer mehr Hemmung. Aus dem Grund werde ich hier bei dem Anhänger nur 2 Achsen machen, die wirklich fest auf der Straße sind. Und die anderen beiden Achsen, das werden wieder so Liftachsen, die eigentlich nur auf der Straße aufliegen und quasi nur mitdrehen, aber nicht zu dem Tragen der Fahrzeuglast beitragen und somit auch von der Kurvengängigkeit keine Rolle mehr spielen. Bei dem Fahrzeug habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass die beiden inneren Achsen, das werden die sein, die auf der Straße aufliegen, und die beiden anderen, das werden die sein, dass die Liftachsen geben. Was ich mich auch noch dazu entschieden habe bei dem Fahrzeug ist, es ist halt doch schon ein ziemlich langes Fahrzeug und der Anhänger ist wirklich ziemlich lang. Alles, sag ich mal, was irgendwie mit Rollwiderstand zu tun hat, ist schlecht für unsere Fahreigenschaft. Ja? Weil je mehr Rollwiderstand ich habe, desto mehr muss ich der Motor quälen, desto mehr Energie brauche ich und desto schwerer läuft auch das Fahrzeug auf der Straße. Damit ich das bei dem Fahrzeug hier nicht habe, habe ich mich dazu entschieden, den kompletten Anhänger, also die beiden Achsen, die dann auf der Straße sind, mit Kugellager zu versehen. Beide Achsen werden hier mit Kugellager gelagert sein.
Das ist natürlich auch nochmal ein bisschen eine größere Herausforderung. Heißt also, ich muss das ganze Zeug hier unten auseinanderbauen und habe natürlich am 3D mir hier schon wieder die neuen Aufnahmen konstruiert. Ist halt, sage ich mal, auch gerade so Sachen wie Kugellager sind halt dann am 3D weniger das Problem, weil ich es da relativ einfach konstruieren kann. Wenn ihr das halt nicht könnt, dann müsst ihr halt da auch wieder improvisieren. Ja, ich meine, gut, so Aufnahmen hier, die sind jetzt dann auch schon ein bisschen größer. Da kann man das zur Not auch einbauen. Ja, da muss man halt dann einfach gucken, wie man es am besten machen kann. Dann würde ich sagen, legen wir doch auch gleich los und bauen erstmal die Teile hier zusammen. Für euch natürlich wieder im Schnelldurchlauf. Das sind jetzt die beiden Teile und ja, ihr habt es ja gesehen, es war jetzt schon ein bisschen aufwendig, die zusammenzukleben. Der eine oder andere von euch wird sich wahrscheinlich jetzt fragen, warum macht er sowas nicht mit dem 3D-Drucker? Ja, warum lässt er sich die Teile nicht einfach im 3D-Drucker herstellen, dann muss er sie nicht mehr zusammenbauen. Da muss ich sagen, ich habe halt hier relativ kleine Bohrungen. Ja, das sind ja 1 mm Bohrungen. Und da ist es halt bei meinem 3D-Drucker zumindest so, also bei meinem Filamentdrucker, dass ich da einfach festgestellt habe, dass er bei den kleinen Bohrungen schon richtige Probleme hat, die darzustellen. Der Resin-Drucker ist da natürlich wesentlich besser, aber wegen den 2 Teilen jetzt extra den Resin-Drucker anschmeißen und die ganze Sauerei machen, da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf gehabt. Deshalb habe ich halt hier die Teile jetzt mit der CNC-Fräse hergestellt. Aber mit Sicherheit kann man sowas auch im 3D-Drucker machen. Ja. Für mich war es jetzt halt so einfacher. Und jetzt werden wir halt die Teile einfach mal einbauen. Machen wir erstmal hier vorne. Also das Teil ist für hier vorne. Jetzt müssen wir natürlich das erstmal wieder alles zerlegen hier. Und jetzt kommt das hier so drauf. Halt so rum. Und das habe ich jetzt halt auch wieder wirklich so gemacht, dass ich das jetzt einfach quasi hier drüber stellen kann. Und dann habe ich schon automatisch die richtige Position. Da ich mir hier vorne jetzt nicht ganz sicher bin, ob das auch wirklich so funktioniert, gerade mit dem, dass quasi hier vorne die Liftachse ist und hier hinten die eigentliche Achse, klebe ich das zunächst erstmal mit ein bisschen doppelseitigem Klebeband nur fest. Also fixiere das Ganze mal nur, damit ich es nachträglich noch ändern könnte, falls es nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann habe ich es ja gleich festgeklebt. Ne? Deshalb machen wir das jetzt erstmal hier so. Das Ganze hier. So. Dann brauchen wir natürlich hier wieder Gummireifen beziehungsweise auch 2 Kugellager. Und hier seht ihr halt, ich kann die Kugellager jetzt quasi gerade hier reindrücken und die heben dann auch schon automatisch. Ne? So, dann schiebe ich jetzt einfach mal diese Welle hier, diese eine Welle schiebe ich jetzt mal hier durch und stelle die erstmal so ein, dass sie auf der beiden Seiten gleich ist. Ja.
7 mm passt. Man kann natürlich auch das Ganze jetzt noch mal ein bisschen nachdrücken hier. So. Jetzt muss ich natürlich die Welle erst noch fixieren, weil die schiebt sich ja jetzt immer noch vor und zurück. Dazu nehme ich jetzt wieder meine Schraubensicherung, die ich auch schon für die Antriebe und so weiter verwende, und nehme von diesem Bastelmesser hier hinten diese Spitze. Da mache ich jetzt gerade mal so einen kleinen, ganz wenig von dieser Schraubensicherung drauf. Das Ganze sollte nach unten gehen, dass quasi gerade die Spitze mit dem Kram benetzt ist. Und jetzt gehe ich ganz vorsichtig hier nebenhin und gucke, dass das Ganze gerade hier an das Kugellager geht. Muss natürlich aufpassen, damit ich die Kugel nicht mit fixiere. Ne? Das ist halt mal wichtig. Ja, und jetzt muss das Ganze halt mal kurz trocknen. Während das noch trocknet, mache ich natürlich hier vorne schon mal die Liftachse. Auch hier muss ich ja wieder was machen, dass die nicht hin und her schieben kann. Das ist dann quasi das Gleiche, wie ich vorhin schon beim Auflieger gemacht habe. Da nehme ich wieder meine wie soll ich sagen? Ja, meine Klemmhülsen oder ja, nennen sie wie ihr wollt. Die nehme ich da wieder. Ja, irgendwie will heute die Welle nicht so richtig fest werden mit dieser Schraubensicherung. Ich lasse es jetzt halt einfach mal noch ein bisschen länger trocknen, stelle es noch mal kurz ein und in der Zwischenzeit kümmere ich mich halt einfach mal um die hintere Achse. Auch erstmal die Achsen wieder raus. So, sowohl das Teil, machen wir mal hier rein. Also auch das ist jetzt endlich fest. So, dann machen wir mal hier die Räder drauf. Da wird es natürlich jetzt hier ein bisschen knapp, deshalb gehe ich ja hinten dran. So, dann schauen wir mal. Das Ganze soll nämlich irgendwo dahin. Das passt jetzt halt wieder genau hier zwischen rein. Noch kann ich es verschieben. Das wird natürlich später noch anders sein, das wird dann noch fest, aber momentan erstmal nur zum Testen, ob es überhaupt funktioniert. Passt es erstmal so. Ja, und jetzt mal hier von der Seite gezeigt und hier seht ihr jetzt deutlich, dass das definitiv die Seite viel zu hoch ist. Da habe ich irgendein Bockmist gebaut beim Konstruieren von dem Bauteil, beziehungsweise vielleicht auch was nicht richtig gemessen. Man sieht es auch hier schön, ich habe extra mal die Radkästen dran gemacht. Ja, hier ist ein riesiger Abstand, der war definitiv am Anfang nicht so und hier hinten sieht es dann wieder gut aus. Also das Teil ist definitiv viel zu hoch. Hier jetzt mal noch kurz mit 2 Linien gezeichnet und ich denke, hier sieht man es jetzt wirklich eindeutig, dass hinten die Linien viel enger zusammen sind wie vorne. Auch hier dran könnt ihr jetzt einfach wieder sehen, dass es nicht unbedingt gesagt ist, nur weil man es am Computer konstruiert, die ganzen Aufnahmen, dass es dann alles gleich auf Anhieb passt. Oftmals merkt man es dann, wenn man es zusammengebaut hat oder beim Zusammenbau merkt man dann plötzlich, okay, das sah zwar auf dem Computer schön aus, aber es funktioniert in der Realität nicht, weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ja, wenn ich das auch mal messe, ich kann einfach mal hierher gehen, kann jetzt mal sagen, ich halte mal hier dran und fahre jetzt mal so weit runter, dass ich hier drauf liege. Dann habe ich hier vorne 17,8. Und wenn ich dann da hinten gucke, dann sind es vorneweg mal 16,6. Also kann man sagen, über 1 mm ist da jetzt Differenz drin.
Und wenn ich mir das hier von der Seite so angucke, dann sage ich, der Millimeter ist da gut drin. Und jetzt darf ich halt mal wieder an den Computer gehen, darf das ganze Teil nochmal umkonstruieren, muss es nochmal über die Fräse jagen, nochmal alles neu ausfräsen und dann neu zusammensetzen. Das ist halt dann der Nachteil, wenn man alles über den Computer macht. Aber gerade deshalb bin ich jetzt hier wirklich nochmal richtig froh drum, dass ich das Teil noch nicht festgeklebt habe, sondern nur mit so doppelseitigem Klebeband hier fixiert habe. Weil jetzt kann ich es halt wieder ganz einfach wegmachen und das Teil einfach nochmal herstellen. Hier ist jetzt endlich das fertige Teil, von dem ich einfach hoffe, dass es diesmal passt. Auf jeden Fall, man kann hier schon schön den Unterschied sehen, dass das schon eine ganze Ecke niedriger ist, als das vorhergehende Teil war. Also da habe ich mich da wirklich total vermessen. Das Ganze kommt ja jetzt wieder hier rein. Was ich auch in der Zwischenzeit gemacht habe, was ich euch jetzt nicht extra gezeigt habe. Ja, die ganzen Radkästen, die habe ich hier mal wieder dran gebaut. Ja, die habe ich halt einfach da wieder dran geklebt. Das zwischendrin alles rausgeschnitten, damit eben, damit es jetzt halt passt, dass ich hier dieses Teil hier einsetzen kann. Das machen wir jetzt auch gleich. Wie gesagt, das Schöne ist, durch das, dass ich jetzt hier die Aussparungen drin habe und ja hier noch so kleine Nuppels sind, passt jetzt dieses Teil wunderbar hier rein. Ich brauche mir gar keine großen Gedanken machen über die genaue Position, weil das positioniert sich von alleine. So, dann drücken wir es noch ein kleines bisschen an, dass es auch gut fest ist. Ich lasse das jetzt erstmal so fixiert mit doppelseitigem Klebeband. Später werde ich es dann natürlich noch mit Plastikkleber da richtig reinkleben, dass es richtig fest ist. Und jetzt sieht das Ganze so aus und ich muss sagen, das sieht schon wesentlich besser aus. So, dann machen wir es jetzt hier mal rein und jetzt gucken wir uns mal an, wie jetzt hier das Ganze aussieht. Und ich denke, man sieht es jetzt relativ eindeutig. Das Ganze sieht jetzt wirklich sehr gerade aus. Ich mache auch mal noch dieses Teil hier oben drauf. Ich stelle es einfach mal drauf. Und jetzt sehen wir, dass das Ganze eben ist. Ja, und jetzt wollen wir auch mal noch gucken, dass das Ganze mit den Kugellagern wirklich was bringt. Weil wenn ihr jetzt einfach mal schaut, wie schön leicht hier der Auflieger rollt. Ja, der rollt wirklich ohne großen Widerstand. Ich brauche hier bloß so ein bisschen anstupsen und schon rollt der ganz leicht. Und das ist halt wirklich der Vorteil, wenn man das Ganze kugellagert. Ja, also mit Kugellager lagert. Da habe ich übrigens jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Ich hole mal gerade noch eine Welle. Ich habe hier noch eine Welle drin. Seit geraumer Zeit habe ich einfach das Problem, dass diese Kugellager hier, diese kleinen Kugellager auf den Wellen mit meiner Schraubensicherung, ja, mit dieser Loctite Schraubensicherung 290 einfach nicht mehr heben. Ja, ich kann machen, was ich will, die werden einfach nicht mehr richtig fest. Das hat mich total genervt und gestört und jetzt habe ich mal ein bisschen weiter gesucht. Ich lasse das mal noch da stehen. Jetzt habe ich einfach mal weiter gesucht und bin jetzt auf dieses Mittelchen gekommen von Loctite. Das Loctite 648. Fügen, Wellen und Narben nennt sich das. Und mit dem Mittel muss ich sagen, das sieht im Endeffekt, wenn er das jetzt aufmacht, sieht es genauso aus wie eigentlich die Schraubensicherung, hat halt aber ein paar andere Bestandteile. Ne? Das geht jetzt wirklich in die Chemie wieder rein. Auf jeden Fall mit dem Teil, muss ich sagen, kriege ich die Kugellager jetzt wieder richtig gut fest. So, für euch mal noch ein kleiner Tipp. Ich stelle euch auch den Link von dem Zeug einfach mal in die Videobeschreibung. Und somit sind wir eigentlich jetzt auch mit dem Umbau komplett fertig. Zumindest sage ich jetzt mal mit dem mechanischen Umbau. Ja? Natürlich haben wir hier noch lange kein Open-Car-Fahrzeug. Wir haben es jetzt einfach erstmal so weit umgebaut, dass es überhaupt fahrbar ist. Bevor ich jetzt allerdings weitermache und das Ganze aufs Open-Car umbau, würde ich natürlich schon mal gerne wissen, ob die Kiste hier überhaupt läuft oder ob die einfach so schwer, so, ja, wie soll ich sagen, so starr ist, dass sie eigentlich gar nicht läuft. Und dann brauche ich sie ja gar nicht jetzt erst weiter umzubauen. Ne? Deshalb habe ich jetzt schon mal hier so eine kleine provisorische Stromversorgung in die Zugmaschine reingebaut. Ja, das sieht jetzt wirklich abenteuerlich aus hier, muss ich sagen. Aber was soll's? Ich meine, es ist ja ein Professorium.
Nur damit ich einfach mal dieses Fahrzeug mit Strom versorgen kann und einfach mal schauen kann, ob es überhaupt läuft. Ja, ihr seht, wenn ich das jetzt einschalte, ich mach's mal, dann seht ihr, das läuft jetzt schön langsam. Ja, die Geschwindigkeit spielt für mich ja jetzt eigentlich, oder die Geschwindigkeit ist für mich jetzt erstmal eigentlich nebensächlich, wie schnell das Teil fährt. Hauptsache es fährt überhaupt mal, damit ich es einfach mal testen kann, ob das Teil überhaupt auf der Straße fährt, ob das überhaupt rumkommt. Ja, weil dann brauche ich ja gar nicht erst weitermachen. Daher habe ich jetzt einfach mal wieder mein Testgelände, das ich ja damals in den Videos gebaut habe, einfach mal wieder ausgemottet. Und da lassen wir jetzt einfach mal die Kiste laufen und gucken mal, wie weit die hier zu Rande kommt. Ich sag's mal so, das Ganze wird mit Sicherheit jetzt noch nicht perfekt laufen. Ja, dafür ist es einfach noch nicht fein justiert. Aber ich sag mal, für die ersten Tests reicht es auf jeden Fall allemal. So, jetzt stellen wir das einfach mal hier drauf und lassen es erstmal ohne Hänger fahren. Erstmal gucken, ob das Teil überhaupt fährt. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ist jetzt erstmal nebensächlich. Ich finde es auf jeden Fall soweit schon mal gut. Das Ganze kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Finde ich. So, jetzt warten wir, bis er auf der anderen Seite wieder ist. Und dann machen wir mal den Hänger dran. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Also so ein langes Teil habe ich selbst, wie gesagt, noch nicht umgebaut. So, dann hängen wir doch mal dieses Gelash da hinten dran. So. Und Test Nummer 2. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen begeistert. Also das sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Also ist schon Wahnsinn, oder? Also da muss man echt sagen, brutal, oder? Was sagt ihr da dazu? Mega, oder? Ich meine, klar, für so ein Riesenfahrzeug ist natürlich das Gelände jetzt eigentlich viel zu klein, ja. Also da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen, ja. Der Hänger, der kommt ja aus dem Abbiegen gar nicht mehr raus, ne? Aber sonst muss ich sagen, ich bin begeistert. Also würde ich sagen, Umbau positiv. Wir können weitermachen für den Open Car Umbau. Aber das wird natürlich jetzt nicht mehr in diesem Video passieren, sondern da werde ich ein eigenes, oder vielleicht sogar 2 Videos drüber machen. Muss ich noch gucken. Und für den Umbau möchte ich euch jetzt gern mit einbeziehen. Denn bei so einem Fahrzeug, wenn man da mal im Internet guckt, ich sage mal, solche großen LKWs, die haben ja heute allerhand von Licht. Ja, das geht ja, bei so großen LKWs geht es ja heute wirklich weit über die normale Grundbeleuchtung raus. Ja, die haben ja heute wirklich extrem viel Lampen dran, muss man sagen. Und ich möchte natürlich auch aus dem Fahrzeug schon ein besonderes Fahrzeug machen, was nicht nur einfach die Grundbeleuchtung hat, sondern das soll schon, wenn es auf der Anlage fährt, soll es einfach von den anderen Fahrzeugen auch rausstechen. Deshalb möchte ich euch da jetzt gerne mit einbeziehen, dass ihr mir einfach mal in die Videokommentare schreibt, welche Beleuchtung ihr an so einem Fahrzeug euch vorstellen könntet. Ja, wie gesagt, nicht nur alles außer die Grundbeleuchtung. Ja, also vielleicht für euch mal so zur Inspiration. Ich bin am Überlegen, ob man hier vorne vielleicht irgendwie so ein Logo darstellen soll oder so, ja. Natürlich, die Dinger hier oben werden auf jeden Fall beleuchtet, aber es gibt ja auch manche, die haben hier Nebenbeleuchtung. Also schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr euch da alles so noch vorstellen könntet an den Fahrzeugen. Und ich schaue mir das Ganze dann an und dann werdet ihr ja mal sehen in den nächsten Videos, wenn es um den Umbau geht. Da wird dann mit Sicherheit das ein oder andere von euren Vorschlägen mit dabei sein. Kommt drauf an, wie viele Vorschläge ihr natürlich macht. Aber mit Sicherheit werde ich dann das ein oder andere damit umsetzen. Und somit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben.
Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.